Gestern Morgen, als ich von der Arbeit nach Hause kam, war ich ganz müde von der Arbeit. Da dachte ich muss erst mal hinlegen von der Arbeit und ein bisschen schlafen gehen. Aber ich dachte mir auch, kannst ja auch einen Kaffee trinken gehen und schlafen gehen, wenn es dunkel oder Abend oder Nacht ist zum Schlafen gehen. Also gehst einen Kaffee trinken zum Tag 2 Bäcker. Dort ist die schöne junge Bäckersfrau, die lächelt immer so schön. Da muss ich aber erst mal wissen, ob die überhaupt da ist, die schöne junge Bäckersfrau. Und da muss ich aber erst mal hingehen zum Tag 2 Bäcker und gucken, ob die da ist, die schöne junge Bäckersfrau. Und wenn die dann da ist, die immer so schön lächelt, da kann ich ja auch einen Kaffee trinken beim Tag 2 Bäcker und hinsehen, wenn die immer so schön lächelt. Ich könnte ja aber auch die schöne junge Bäckersfrau mal einladen, wenn ich von der Arbeit müde bin. Da könnten wir dann zusammen einen Kaffee trinken gehen zum anderen Tag 2 Bäcker. Da ist dann vielleicht noch eine schöne junge Bäckersfrau, die immer so schön lächelt wie beim ersten Tag 2 Bäcker. Da könnte ich dann, wenn ich von der Arbeit müde bin, mich mit der hinlegen gehen. Und ich würde dann mit der ersten schönen jungen Bäckersfrau, die immer so schön lächelt, mit hinlegen gehen. Und wenn ich dann müde bin mit der anderen Bäckersfrau, mit der jungen, die auch immer so schön lächelt, vom zweiten Tag 2 Bäcker, vielleicht einen Kaffee trinken gehen. Vielleicht zu noch einem Tag 2 Bäcker. Da sind dann vielleicht schon 2 schöne junge Bäckersfrauen, die lächeln wie die anderen auch so schön, wenn die dann auch da sind. Da müsste ich ja dann fast Moslem werden bei so vielen schönen jungen Bäckersfrauen, die dann alle da sind und die dann alle immer so schön lächeln. Aber da müsst ihr auch mit allen schlafen und mich hinlegen gehen und mit den allen Kaffee trinken und da müsst ihr auch ganz viel arbeiten gehen und ganz viel müde sein für so viele schöne junge Bäckersfrauen. Ja, da müsste ich vielleicht arabischer Bäcker werden, wenn so viele schöne junge Bäckersfrauen, die immer so schön lächeln und dann da sind. Da müsst ihr dann auch ganz viel Ramadan feiern mit den schönen jungen Bäckersfrauen und wieder mit denen Kaffee trinken gehen und mich mit denen hinlegen und zusammen schlafen gehen. Da wär ich ja ganz oft müde werden, wenn die schönen jungen Bäckersfrauen alle dann da sind, die immer so schön lächeln, die vom ersten Tag 2 Bäcker und die vom zweiten und vom dritten. Und ich wäre ja dann auch Bäcker und hätte noch mehr schöne junge Bäckersfrauen, die dann auch bei der Arbeit da wären und bei der Arbeit immer so schön lächeln. Da müsst ihr schon bei der Arbeit mit den Bäckersfrauen von der Arbeit immer so viel Kaffee trinken und so viel schlafen gehen. Da werde ich dann auch nach der Arbeit nicht mehr müde sein, mich hinlegen gehen und schlafen legen können oder Kaffee trinken wollen. Da würde ich dann aber auch nie zum Tag 2 Bäcker gehen, nie zum ersten und zum zweiten und nie zum dritten. Da hätte ich aber auch ein Leben ganz ohne schöne junge Bäckersfrauen, die niemals so schön lächeln wie die vom ersten Tag 2 Bäcker oder die vom zweiten oder dritten. Aber die gibt's eben doch, die schöne junge Bäckersfrau, die immer so schön lächelt beim Tag 2 Bäcker. Und zwar die vom ersten. Ich werde da wohl mal hingehen und nachsehen, wann die wieder da ist, die schöne junge Bäckersfrau, die immer so schön lächelt und einen Kaffee trinken gehen. Und vielleicht werde ich die mal einladen, aber nicht zu einem anderen Tag 2 Bäcker, sondern ich werde mit der Wurst essen gehen, vielleicht zum Tag 2 Fleischer. Oder ich werde mit der zum Bahnhof gehen und dort einen Kaffee trinken oder Wurst essen hingehen. Man kann nämlich auch auf den Bahnhof zum Kaffee trinken gehen, hingehen oder Wurst essen. Dort fahren dann die Tag 2 Bahnen, die am ersten Tag nicht ganz so voll waren, weil die meisten ja nicht gleich am ersten Tag wohin fahren, sondern erst am zweiten, wenn es Urlaub ist. Wenn es aber Urlaub ist, also schon Tag 2 Urlaub, ist man nämlich auch nie mehr so viel müde wie am ersten Tag vom Urlaub, weil man von der Arbeit noch ein bisschen mehr müde ist wie am Tag 2 Urlaub. Außer es gibt ganz schön viele schöne junge Bäckersfrauen, die immer so schön lächeln, wie beim Tag 2 Bäcker also die vom ersten Tag 2 Bäcker. Dann muss man ja ganz schön viel Kaffee trinken gehen und sich mit denen hinlegen und schlafen gehen. Und dann ist man immer müde von vielen Hinsehen, wenn die immer alle so schön lächeln, die vielen schönen jungen Bäckersfrauen. Also die vom ersten und vom zweiten und vom dritten Tag 2 Bäcker. Da ist man nämlich am zweiten Tag 2 Urlaub genauso viel schön müde wie am ersten Tag 2 Urlaub, weil man muss ja immer so viel Kaffee trinken gehen und sich hinlegen mit den allen schlafen legen. Mit den vielen schönen jungen Bäckersfrauen, die ja immer alle so schön lächeln. Da gehe ich dann eben noch mehr arbeiten, wenn ich nicht mehr so viel müde bin, egal ob im ersten oder im zweiten oder im dritten Tag 2 Bäcker. Vielleicht werde ich ja dann irgendwann Filialleiter von der ganzen Tag 2 Bäcker Kette. Der ganze Urlaub ist ja auch eine Kette vom Tag 1 Urlaub und vom Tag 2 Urlaub und von dem vom dritten und vom vierten und vom fünften Tag 2 Urlaub. Egal, ob im Tag 2 Bäcker bei der Arbeit, im Tag 2 Bahnhof, dort wo die Bahn von Tag 1 Urlaub immer am zweiten Tag 2 Urlaub nochmal fahren. Egal ob mit oder ohne die vielen schönen jungen Bäckersfrauen, die immer alle so schön lächeln. Und wenn die ganzen vielen schönen jungen Bäckersfrauen dann alle am Tag 2 Urlaub alle in Urlaub fahren, ja, dann lächeln die immer alle ganz besonders schön. Wenn die aber nach dem Urlaub dann alle am Tag 1 wieder auf die Arbeit fahren und dann da sind, dann lächeln die nicht mehr ganz so schön. Das ist genauso wie mit dem Fleischessen von dem, wo es wächst.
Also wenn das Fleisch immer im Urlaub gewachsen ist, also auf dem Land, wo es schön bio ist, dann schmeckt's schön. Wenn's aber auf der Arbeit gewachsen ist, also im Stall, wo es schnell gehen muss, dann schmeckt's nicht so schön. Und man muss nicht so viel lächeln wie die schöne junge Bäckersfrau. Und wenn ich müde bin und ich kann mal gerade einen Kaffee trinken gehen und ich gehe mich hinlegen, zum Beispiel mit einer schönen jungen Bäckersfrau, dann ist das genauso schön. Also, wenn die schöne Bäckersfrau immer so schön lächelt, dann ist das Fleisch schön. Das von der schönen jungen Bäckersfrau, die immer so schön lächelt. Wenn aber die schöne junge Bäckersfrau nie ganz so schön lächelt, wie wenn Tag 1 bei der Arbeit ist, dann ist das genauso viel nicht schön, wie wenn's beim mit hinlegen gehen und zusammen schlafen dann ans Fleisch drankommen. Im Urlaub dagegen, also wenn schon alle aus dem Tag 2 Bahn wieder ausgestiegen sind, immer alle lächeln, weil das Meer dann da ist, dann ist schön beim Drankommen, wenn's hinlegen gehen. Im Urlaub ist sowieso immer viel mehr schön, weil das Meer dann da ist. Da kann man dann an den Strand gehen und ins Meer reingehen und es ist schön, wie beim Tag 2 Bäcker. Aber nicht nur, wenn's im Urlaub das Meer da ist schön. Auch auf dem Berg ist schön im Urlaub. Da ist dann Schnee da und man kann runterfahren, also den Berg, und da kann man den mit der Bergbahn wieder hochfahren, oben ein bisschen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kann man bestimmt auch irgendwo drankommen, zum Beispiel bei einer schönen jungen Bäckersfrau. Aber im Meer kann man genauso bestimmt irgendwo drankommen bei einer schönen jungen Bäckersfrau. Hauptsache, man ist nicht auf Arbeit im Tag 2 Bäcker. Wenn nämlich im Tag 2 Bäcker bei der Arbeit mehr plötzlich da ist, dann ist dort bestimmt der Wasserrohrbruch da und die Feuerwehr muss kommen. Und die muss dann immer alles nachspritzen, so lange, bis die schöne junge Bäckersfrau gar nicht mehr so schön viel lächelt. Und dann ist das Fleisch nicht schön beim Drankommen, wenn die zusammen hinlegen gehen und schlafen wollen. Außerdem ist dann die Arbeit kaputt, also beim Tag 2 Bäcker. Und dann müssen alle aufs Arbeitsamt gehen. Und das dauert, bis man da dort drankommt. Beim Berg runterfahren und bicheln kommen immer alle schneller dran. Selbst an die Frau vom Arbeitsamt, die selbst im Urlaub nicht so schön viel lächelt, wie die schöne junge Bergsfrau vom Tag 2 Bäcker immer lächelt. Wenn jedoch alle im Urlaub an die Frau vom Arbeitsamt drangekommen sind, also beim Berg runterfahren und bicheln, dann kommen sie alle auch auf dem Arbeitsamt schneller an die Frau vom Arbeitsamt dran und können schneller wieder arbeiten gehen und dann Urlaub fahren. Die beim Arbeitsamt nicht so schnell an die Frau vom Arbeitsamt drankommen, weil die nie im Urlaub waren, berghoch fahren und bicheln und an die Frau vom Arbeitsamt drangekommen sind, kommen auch nie so schnell an die Arbeit dran und können deshalb auch nicht so schnell wieder in Urlaub fahren. Die haben ja sowieso immer Urlaub. Aber lächeln tun die mal eben nicht so schön, wie die schöne junge Bäckersfrau vom Tag 2 Bäcker. Und außerdem wollen die immer ein bisschen gehen, und zwar ohne berghochfahren und drankommen. Das ist aber alles nicht so schlimm, weil das Berghochfahren eben teuer ist und das Bicheln gehen billig. Beim Bäcker ist auch alles billig und beim Tag 2 Bäcker ist sogar alles noch mehr billig, dort wo die schöne junge Bäckersfrau immer so schön lächelt. An die schöne junge Bäckersfrau, ja, da würde ich auch schon gern mal drankommen wollen, egal ob mit oder ohne Berghochfahren. Obwohl ich ja das Berg runterfahren überhaupt nicht leiden mag. Da braucht man nämlich Ski, die hat's dann an die Füße und mit Ski an die Füße rutscht's immer. Und wenn's dann immer berg runter rutscht, wird's auch immer schneller. Und wenn's dann so ganz schnell ist und man irgendwo drankommt, also zum Beispiel an den Fichten, dann macht's ganz doll immer Pardauts. Und beim Pardauts machen muss man dann leiden, ob man's mag oder nicht. Am Meer kann's nie Pardauts machen, denn dort sind keine Fichten. Und es ist flach, das Meer. Und außerdem ist das Meer ganz weich, weil man reingehen kann, weil das Wasser weggeht beim Reingehen. Die Fichten geht nie weg und man kann auch nicht reingehen. Und obwohl eine Bäckersfrau ja eigentlich auch weggehen kann, wie das Meer, kann beim Berg runterrutschen, wenn's dann ganz schnell ist, auch mit der schönen jungen Bäckersfrau Pardauts machen, wenn man an die dann drankommt. Und weil man da eben an die nur viel zu schnell drangekommen ist nicht so schön wie beim Drankommen noch ein bisschen gehen und hinlegen gehen. Und es macht Pardauts. Und das ist noch viel mehr schlimmer als ein Wasserrohrbruch, wo dann von der Feuerwehr immer alles nass gespritzt werden muss. Und niemand mehr so schön lächelt wie die schöne junge Bäckersfrau vom Tag 2 Bäcker. Wenn aber beim Arbeitsamt mal ein Wasserrohrbruch wäre und dort würden dann die Feuerwehr alles nass spritzen, dann würden auch die nirgendwo drankommen und nur pillen gehen wollen, lächeln. So wie die schöne junge Bäckersfrau vom Tag 2 Bäcker. Obwohl die ja dann beim Arbeitsamt überhaupt erstmal nicht mehr an die Frau vom Arbeitsamt drankommen würden, also die immer pillen wollen, ohne Berg hochfahren, weil erstmal alles nass wäre. Wenn dann aber erstmal alles nass wäre, dann wär's schön, wenn nachher mal die Sonne ganz so scheint, wie wenn's Meer da ist, also am Strand und im Urlaub. Damit doch alles immer wieder dann schön trocken wird. Ohne ganz viel Sonne wird nämlich gar nichts wieder trocken, es sei denn, sie nehmen die heiße Luft vom Föhn. Die schöne junge Bäckersfrau, die immer so schön lächelt vom Tag 2 Bäcker, die nimmt nämlich auch einen Föhn.
Zum Beispiel, wenn's aus mir rauskommt. Oder nach der Arbeit, wenn's duschen war. Nach dem Duschen ist sie nämlich nass gespritzt, wie wenn die Feuerwehr kommen muss. Nur ohne, dass sie nicht mehr so schön lächelt. Also nie, wie wenn bei Tag 1 bei der Arbeit im Tag 2 Bäckersfrau da war. Und damit sie dann noch mehr so schön viel lächelt, muss sie sich die Haare machen, weil sie will vielleicht auch mal ein bisschen gehen und an einen strammen jungen Bursch rankommen. Also bei so einem strammen jungen Bursch, zum Beispiel von der Feuerwehr, der auch wenn es brennt alles nass spritzen muss, da lächelt die schöne junge Bäckersfrau auch ganz besonders schön. Wie beim Tag 2 Urlaub, wenn's alle in Urlaub fahren. Und wenn dann die schöne junge Bäckersfrau so ganz besonders schön viel lächelt, so vielleicht nach 2 Mal bicheln, wie am Tag 2 Urlaub, und der stramme junge Bursch von der Feuerwehr will auch drankommen, also an die Bäckersfrau, ja dann brennt's. Dann muss aber die Feuerwehr nicht kommen, denn die ist ja dann schon da, und es muss auch nichts nass gespritzt werden, weil es mit der Liebe geht. Und dann müssen die sich nur zusammen hinlegen, gehen zusammen schlafen legen, die schöne junge Bäckersfrau und der stramme junge Bursch, und aneinander drankommen. Ja, wie es mit der Liebe geht, das ist schön. Das ist sogar noch schöner als im Urlaub, wenn's Meer da ist, oder beim Berghof vorne Bicheln. Das mit der Liebe, das ist aber nie nur das mit dem Drankommen, beim zusammen hinlegen gehen. Nee, das ist auch noch das mit den schönen Herzen. Also mir hat der Bauer, der wo das Fleisch im Urlaub gewachsen ist und das Bier ist mal gesagt, mit dem schönen Herzen ist die ganze Welt rund, weil man da alles immer schön leiden mag. Selbst das nass gespritzt wäre an Tag 1 auf Arbeit fahren und das nie drankommen. Wenn man es nämlich schön haben will, also ganz ohne Verdaut, dann ist schön, weil man es ebenso macht. Wie das Lächeln von der Bäckersfrau, oder wenn im Urlaubsmeer da ist. Und wenn im Urlaubsmeer da ist, oder auch im Arbeitsamt, oder im Tag 2 Bäcker, was spielt denn das für eine Rolle? Wenn es im Urlaub nie regnet, scheint die Sonne, und beim Tag 2 Bäcker brauchen sie nie extra heiße Luft zum Trocknen, weil es doch die heiße Luft aus dem Ofen hat. Da habe ich gesagt, also der Tag 2 Bäcker, der hat gar keinen Ofen, wie der Tag 1 Bäcker, weil der ist ja der Tag 2 Bäcker. Da sagt der Bauer, sehen Sie, jetzt nehmen Sie die ganzen Leute vom Arbeitsamt, die immer nirgendwo drankommen und nur bicheln wollen, und lassen von denen bei allen Tag 2 Bäckern einen Ofen bauen. Dann können alle noch weiter weg in Urlaub fahren, wo dann noch mehr von dem viel mehr da ist, und alle können immer lächeln. So ist Frieden und die Welt ist rund. Gut, habe ich gesagt, wenn das so einfach ist, gehe ich morgen mal zum Tag 2 Bäcker einen Kaffee trinken und erzähl das mal der schönen jungen Bäckersfrau. Mal sehen, ob die dann immer noch so lächelt. So viel schön.